Hallo zusammen! Heute in diesem Video gucken wir uns den Westfalia Columbus 600D an. Hier hinter der Markise versteckt mit einem Aufstelldach. Perfekter Kastenwagen für 4 Personen. Das heißt, ihr könnt oben mit einem Doppelbett schlafen, habt unten noch ein Doppelbett. Das Ganze mit einem tollen Sitzkomfort. In diesem Fall in der Knallerfarbe Ultramarin Blau. Da interessiert mich nachher eure Meinung zu. Und von innen in schwarzem Leder. Super schickes Auto. Und wie der im Detail aussieht, das ist das, was wir uns heute ganz genau anschauen. Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Tag im wunderschönen Gotha, im wunderschönen Industriegebiet. Wir sind hier bei Westfalia auf dem Werksgelände und haben die Möglichkeit, die Modelle 2021 uns genauer anzuschauen. An der Stelle gehen nochmal Grüße raus an Thorsten Heul, aka Dr. Kemp. Schaut euch mal seinen Kanal an, der sagt auch viel über Westfalia. Da kriegt ihr auch noch einen ganz guten Eindruck, der ja vertriebsmäßig für uns Westfalia-seitig unterwegs ist. Was für ein komplizierter Satz. Aber wir schauen uns heute diesen Columbus 601 an. Das ist ein perfekter Camper für Familien. Und zwar vor allem in dem Bereich, wenn ihr sagt, ich will gar nicht so groß auffallen. Ich will keinen 8 Meter Alkoven durch die Gegend fahren, sondern ich will, dass ich den vollen Komfort habe für 4, dass ich toll große Strecken abreißen kann mit Sitzkomfort für alle 4 Personen, mit breiten, ordentlichen Sitzen und tolle Betten. Und das haben wir hier alles. Wir haben ein riesengroßes Doppelbett hinten im Heck. Wir haben im Aufstelldach oben ein tolles Bett, was man im neuen Modell ja sogar noch isolieren kann. Man kann so viele Dinge mit diesem Auto machen. Und wenn ihr es nicht braucht, klappt man alles zusammen und ist unauffällig unterwegs. Jedenfalls solange man nicht Ultramarinblau als Farbe wählt. Das hier ist, glaube ich, das Messeauto für die Messe in Düsseldorf. Sicherlich ein Hingucker. Da würde mich wahnsinnig interessieren, sollen wir mehr Hingucker, also würdet ihr so einen Hingucker fahren oder würdet ihr eher sagen, wir nehmen sowas wie zum Beispiel, wenn du dich rüberschwenkst, Eisengrau Metallic und ich verstecke mich damit perfekt im Wald? Oder sagt ihr lieber, trara, hier komme ich, Knallfarbe, so wie in unserem Amundsen 600e Video in dem Rot oder hier in dem Blau? Schreibt mal in die Kommentare, was eure Wunschfarbe wäre, das würde mich wirklich interessieren. Ja, der Columbus 600, habe ich vorhin 601 oder 600 gesagt, egal, das ist ein Columbus 600, das ist schon ein längerer Tag, wir haben das ein oder andere Video heute schon gemacht. Der Columbus 600 ist 5,99 Meter lang und so wie er hier steht, ist er auf dem Maxi-Chassis, was glaube ich gerade mit dem Aufstelldach zusammen eine sinnvolle Geschichte ist, weil das Fahrzeug mit Aufstelldach gewichtsmäßig schon so ein bisschen in den Grenzbereich kommt, weil so ein Aufstelldach natürlich auch wahnsinnig viel wiegt. Und das Maxi-Chassis so hat eben die Möglichkeit, auf bis zu 4,25 Tonnen aufzulasten. Und dann bin ich zuladungstechnisch, wenn die Kinder Skateboards, SUVs und das alles mitnehmen wollen, seid ihr dann zuladungsmäßig auf der sicheren Seite, weil der Columbus durch sein tolles Konzept mit der Dieselheizung und dem Kompressorkühlschrank einfach so einen riesengroßen Stauraum hat. Und so kriegt man einfach alles rein. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst sagen soll, weil hier so vieles geht. Aber wir hangeln uns einfach mal im Detail dadurch, was dieses Auto kann. Und ich würde vorschlagen, weil der Stauraum im Columbus 600 besonders ist und für Familien besonders wichtig ist, fangen wir heute mal von hinten an und gucken uns an, wie es da genau aussieht. Bewaffnet mit Lasermesser und Maßband können wir mal schauen, wie viel Raum ihr im Columbus 600 habt, um die Sachen von euch und der gesamten Familie hier unterzubringen. Ja, was fällt auf den ersten Blick auf? Ihr habt einfach einen sehr, sehr großen Stauraum. Das liegt vor allem daran, dass Westfalia konzeptionell einen anderen Weg geht als die meisten Hersteller. Und zwar haben wir hier ein Fahrzeug, was immer und ausschließlich mit einer Dieselheizung betrieben wird. Das ist auch noch eine ganz besondere, aber das schauen wir uns drin nachher genauer an. Und wir haben bei Westfalia immer einen Kompressor-Kühlschrank oder eine Kompressor-Kühlbox. Das heißt, auch dort brauche ich kein Gas. Dadurch brauche ich dann insgesamt sehr wenig Gas und ich habe da nur noch einen einzigen Gaskasten für eine 5-Kilo-Flasche. Und dadurch wird der restliche Stauraum ebenso groß, wie er hier ist. Was ich besonders toll finde, ist, dass man im Alltag oder wenn man mal was transportieren will, die hintere Hälfte des Bettes einfach hochklappen kann und so nochmal größeren Stauraum hat. Um das mit Fakten zu versehen, wir haben hier 1,95 Meter in der Querbreite. Das heißt, ihr könnt auch mal 2 Rennräder, wenn ihr irgendwie zum Rennen fahrt oder 2 Mountainbikes hier reinpacken.
Und dann haben wir in der Beladetiefe, da muss ich mal gucken, wo die Kante hier ist, einmal 1,40, also 1,38,7 hier in der Mitte und an dem kürzeren Stück, also von der Tür zu dem Schrank, 79,7 cm, also knapp 80 cm. Es reicht, wenn ich mir das vorstelle, Kite-Rucksack, Stand-Up-Paddle, Getränkekisten von vorne. Mehr braucht kein Mensch, wenn er unterwegs ist. Wenn ich das Bett hoch habe, habe ich natürlich nach oben noch wahnsinnig viel Platz. Aber im Alltag, wenn ich darauf achte, dass die Matratze mitkommt, wird man wahrscheinlich das Bett seltener hochgeklappt haben, sondern eher in diesem Zustand. Bei der Columbus-Baureihe habe ich grundsätzlich in den Betten ein punktelastisches Lattenrost und darüber eine hochwertige Kaltschaummatratze. Und bei den Fahrzeugen, die als Querschläfer angeordnet sind, habe ich niemals Fenster links oder rechts bei Westfalia. Es hat den einfachen Beweggrund, dass man sagt, wenn ich kein Fenster habe, habe ich den Fensterrahmen nicht, der aufträgt und dadurch eine gefühlt längere Liegelänge. Wenn man sich vorstellt, dass das hier der Fensterrahmen wäre, der dort oder auf beiden Seiten noch dran ist, dann fehlen mir einfach auf beiden Seiten 3-4 cm in der Liegelänge. So ist es einfach oft der Fall, dass auch große Menschen, die oft sagen, ich kann in einem Querschläfer eigentlich nicht mehr liegen, in dem Westfalia Columbus oder auch im Amundsen sehr, sehr gut klarkommen, weil es gefühlt länger ist. Wir haben hier eine Länge von 1,92,5. Ist das richtig? Ja, 1,93 ist das von der Länge und eine Breite von 1,42. Also wir haben ein Bett, was ich für 2 Erwachsene hervorragend nutzen kann. Und zusätzlich zu dem Bett hier hinten haben wir ja oben auch noch das Aufstelldach, wo man entweder getrennt schlafen kann, 2 unten, 2 oben. Dieses Auto ist eine Wundertüte und passt für so viele verschiedene Anlässe. Direkt im Eingangsbereich, wir haben bei allen Columbus die 70 cm breite Trittstufe. Der Wagen hier ist noch im Transportmodus, deswegen ist das alles abgestöpselt. Wir haben hier einen Columbus 600. Bei Westfalia gibt es ja in jeder Länge, also bei den 6 Meter und 640ern, ein 600er und ein 601er, ein 640er und ein 641er. Die Unterscheidung ist relativ einfach. Die Modelle, die eine 0 am Ende haben, sind die Modelle mit der Kühlbox. Die Modelle mit einer 1 am Ende, 601, 641, haben einen klassischen Kühlschrank. Um das kurz komplett zu machen, dadurch, dass die Kühlbox schmaler ist und der Küchenblock schmaler ist, kann der 600er Columbus eine breitere Sitzbank haben. Damit hat er, wenn ich unten ein Zusatzbett nehme, auch ein breiteres Bett. Bei den 601ern kann ich nur die schmale Sitzbank haben, damit hier die vorgeschriebenen Fluchtwegbreiten weiterhin vorgegeben sind. Was ich halt an dem 600er, also überhaupt an diesem Kühlbox-Konzept so cool finde, ist, dass man von innen und von außen rankommt. Im Idealfall bestelle ich mir noch 1 oder 2 von den Einhängekörben mit, dann habe ich das zweietagig. Und auch wenn das auf dem Papier erstmal aussieht, als wenn es ein kleiner Kühlschrank ist, lasst euch davon nicht irritieren. Überlegt euch einfach mal, wie ihr so eine Kühlbox vollpackt. Ihr stopft die im Prinzip voll. Das ist ein bisschen Tetris für Erwachsene. Am Ende ist die gesamte Kühlbox voll und dadurch habe ich einfach den Raum, den ich habe, ich glaube 42 Liter hat die, voll gepackt. Nehme ich einen Kühlschrank mit 90 Liter Volumen, stelle ich alles geordnet da rein und habe wahnsinnig viel Luftraum um alles drumherum und damit das eben nicht so viel genutzt. Deswegen glaube ich, dass in der Praxis nicht so viel weniger reinpasst, wie es von den Literangaben erstmal aussieht. Zweiter Vorteil der Kühlbox ist meiner Meinung nach, dass die Kälte eben nicht rausfallen kann. Ihr habt einfach, selbst wenn ihr es bei Hitze aufmacht, es fällt nicht gleich alles raus, wie wenn ich eine Kühlschranktür aufmache. Der große Nachteil der Kühlbox ist,
dass es halt ein bisschen unaufgeräumt ist, man immer so ein bisschen wühlen muss. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Und ich habe kein separates Gefrierfach. Das ist für mich tatsächlich der einzige echte Wermutstropfen. Ich habe schon das ein oder andere Mal gesagt, Eiswürfel am Strand mit einem frischen Gin Tonic sind dann halt doch auch schwer zu ersetzen. Ich tue mich da wahnsinnig schwer. Und da wir überlegen, nächste Saison auch mit dem Columbus 600, 601 unterwegs zu sein mit unserer Familie, wir werden wahrscheinlich mit der Kühlbox unterwegs sein, aber ich werde die ein oder andere Träne am Strand verdrücken, wenn ich nur ein perfekt gekühltes Bier habe, aber keine Eiswürfel für meinen Cocktail. So, wir schauen mal rein und gucken, wie der Columbus 600 von innen aufgebaut ist. Die Sitzbank im Columbus ist tatsächlich immer wieder eine der wenigen Möglichkeiten, wie ich in einem Kastenwagen als Familie 4 Personen komfortabel von A nach B transportiere. Hier sage ich auch als erwachsener Mensch ehrlich, von hier Richtung Barcelona oder Richtung Nordkap, kein Thema. Hier bleibe ich auch mal 2-3 Tage sitzen, weil ich hier wirklich genauso gut sitze wie in jedem Pkw. Da mag die lange Fahrt vielleicht nerven, wie sie es in jedem anderen Auto tut, aber es tut hinterher nicht alles weh und man kann auch komfortabel mit 2 Personen nebeneinander sitzen oder auch wenn man mal einen Kindersitz dabei hat oder nur eine Sitzerhöhung, dann passt das hier schon richtig gut. Wenn ich abends angekommen bin, baue ich natürlich einen Tisch auf. Der Tisch ist im Columbus immer über dem Fahrersitz. Den hole ich uns mal kurz mit dazu. Einmal gelöst, rausgenommen. In dem Fall hier haben wir den Schwenktisch mit dem rausklappbaren Teil. Tischbein ausklappen. Entschuldigung. Einmal in die Schiene einhaken und dann habe ich den Tisch. Wir haben hier in der Breite, ich habe da mal was vorbereitet, 40 cm. Und in der Tiefe 92 cm und das Ganze kann ich ergänzen um dieses, wir gehen andersrum, da sitzt Chris im Weg, so rum, kann ich ergänzen um das Teil und dann habe ich von der Wand gemessen 1,32 Meter. Das dürfte der schmale Tisch sein. So hatten wir den nämlich im Amundsen vorhin auch. Da war auch 40 cm. Es gibt dementsprechend noch eine etwas breitere Variante, wo man sich eben entscheiden kann, brauche ich mehr Tischfläche für mehr Personen oder brauche ich weniger Tischfläche für mehr Bauch. So sitzt man sich aber zu viert auf jeden Fall gegenüber. Und wenn ihr wirklich vorhabt, als Familie im Westfalia Columbus unterwegs zu sein, dann nehmt euch auf jeden Fall den Schwenktisch mit dazu, damit man auch vom Beifahrersitz richtig gut rankommt. Jetzt reden wir die ganze Zeit von Familie, haben hinten das Bett schon gesehen. Ist die Frage, wo schläft die andere Hälfte der Familie? Einmal könntet ihr dieses Fahrzeug mit einem zusätzlichen Bett bestellen. Dann kann man das hier rumklappen und hat dann ein zusätzliches Bett hier unten. In dem Fall haben wir aber das Aufstelldach oben drauf mitbestellt. Und dort habt ihr ein echtes Doppelbett mit nochmal 2 Meter mal ungefähr 1,40. Die genauen Maße finden wir jetzt gleich raus. Und da kraxeln wir jetzt mal hoch und schauen, wie komfortabel das oben aussieht. Müsst doch noch vorher noch mal hier von der B. Wir wollen unseren Nasszellen A, B-Säulen Referenzwert ermitteln. Wir haben hier bis zum Beginn der B-Säule von der Nasszellenwand 1,30 Meter Abstand. Und das, ich weiß jetzt nicht genau, welches Video zuerst kommt. Wir haben uns vorgenommen, damit ihr mehr Eindruck bekommt von dem, wie die Sitzgruppe ist, eben den Abstand von der Nasszellenwand zur B-Säule zu messen. Ich habe das im Amundsen 600e Video schon mal gefragt. Mich würde da interessieren, ist das ein interessanter Wert für euch? Sollen wir den messen, damit man eben über dieses Filmen und Weitwinkeln weniger verzerren kann? Oder sagt ihr, eigentlich interessiert mich das nicht, wenn ich sehe, wie Markus sich da reinsetzt, reicht mir das als Referenz, dann kann ich da zu mir zurückfinden. Mal schauen. Also gebt uns da mal ein kurzes Feedback, damit wir wissen, ob wir das messen sollen oder nicht. Die Nasszelle im Westfalia Columbus ist klein, aber fein, würde ich sagen. Wir haben zum einen ein tolles Raumgefühl durch dieses riesen Lichtpaket an der Seite. Ich sitze komfortabel, guck mal, ich habe überhaupt keinen Stress. Ich habe Ellbogen, Beinfreiheit, ich kann mein Bein hier wunderbar unter das Waschbecken. Wenn ich dusche, mache ich zur einen Seite einen Vorhang rein, der Rest wird nass, aber ich habe eine separate Duscharmatur zusätzlich zu dem Wasserhahn. Und was man bei diesem Auto ganz klar sagen muss, der Columbus 600 hat ja normalerweise kein Fenster in der Nasszelle. Sobald ich das Fahrzeug mit Aufstelldach order, bekomme ich hier ein Fenster in der Nasszelle und damit ist eben auch für ausreichend Belüftung gesorgt. Wem das an Belüftung nicht reicht und er sagt, wenn meine gesamte Familie hier auf Klo geht und Kinder nicht immer Rücksicht auf alle Umgebungsmenschen oder alle Menschen in der Umgebung nehmen, dem bauen wir eine Sog-Toilettenentlüftung ein.
dann können die Kinder hier machen, was sie wollen und der Rest des Wohnmobils bleibt geruchsneutral. Das kriegen wir also auch geregelt. Ich weiß da ungefähr, wovon ich spreche. Hier oben hinter den Spiegeln habt ihr 2 schöne Stauschränke. Einen für die Kinder, einen für die Eltern oder einen für die Frau, einen für den Vater und die Kinder und der Rest darf seine Sachen hier ablegen. Also es passt auf jeden Fall, ist natürlich im kleinen Kastenwagen für Familien keine riesengroße Nasszelle. Wenn ich das Dach öffnen will, habe ich gar kein Problem. Ich löse einmal hier auf der Seite den Haken, ich löse einmal hier auf der Seite den Haken und dann gebe ich dem Dach im Prinzip nur den ersten kleinen Schubser und dann kommt es von alleine hoch. Und zack, habe ich das Kinderzimmer oben drauf. Oder auch wenn ihr mal ohne Kinder unterwegs seid, das ist wie Zelten mit Fußbodenheizung und festem Dach. Auch richtig cool. Zum Modelljahr 2021 kommen 1, 2, 3 Neuerungen mit dazu, die vor allem die Aufstelldachautos bei Westfalia betreffen. Ich habe das Dach eben manuell hochgemacht. In Zukunft könnt ihr das Dach elektrisch hochfahren. Sobald wir das erste Auto davon auf dem Hof haben, werden wir sicherlich ein Video nachreichen. Die Aufstelldächer haben konzeptionell das Problem, dass ich natürlich was aufs Dach drauflege und damit alle Dachrauben, die ich über dem Bett, über der Sitzgruppe und in der Nasszelle habe, wegfallen. Für die Nasszelle habe ich hier ein Nasszellenfenster, Problem gelöst. Hinten habe ich die Hecktürfenster, Problem gelöst. Vorne in der Sitzgruppe kann ich durch das Dach im Prinzip nichts machen. Da bietet Westfalia im kommenden Modelljahr ein sogenanntes Skyroof an, so wie wir das beim Purcell Summit Prime zum Beispiel haben. Und dann bekommt ihr hier im vorderen Bereich ein Glasdach mit rein. Man muss da ganz klar sagen, der Westfalia-Ansatz ist ein anderer als bei Purcell und einigen Mitbewerbern. Es ist ein Dach, was man nicht öffnen kann. Das heißt, es ist ausschließlich zur Beleuchtung da, dass wenn das Dach unten ist, ich ein richtig schön großes Raumgefühl habe. Haken an dieser gesamten Skyroof-Geschichte ist, will ich das oder will ich das nicht, weil in dem Augenblick, wo ich das Skyroof vorne habe, verliere ich meine Ablage hier oben. Und das ist, umso mehr Personen mitfahren, umso mehr kämpfe ich um jeden Zentimeter Stauraum, den ich drin habe. Und das ist das perfekte Fach für Wolldecken, für Jacken, für alles, was ich sperrig habe, wenn ich reinkomme, zum Wegstopfen. Und habe ich hier einen Skyroof, geht das eben verloren. Also einfach super Raumgefühl gegenüber Stauraum. Auch da würde mich ehrlich mal eine Meinung interessieren. Ich muss nämlich meine Vorführwagen definieren. Was ist denn das? Wie macht man denn das? Wie würdet ihr das für euren Columbus 600 kombinieren? Willkommen zu Hause im Dachzimmer, Dachboden des Westfalia Columbus 600. Ich finde Aufstelldächer von Tag zu Tag cooler, indem ich mich da drin bewege. Ich würde mir hier an dieser Stelle tatsächlich überlegen, ob ich meine Kinder hier schlafen lasse oder ob ich nicht doch lieber hier oben schlafe. Weil das schon, ich habe den Rundumblick, ich habe hier richtig viel Luft. Heute ist ein ziemlich warm, schwüler, anstrengender Tag. Und trotzdem habe ich mit den 3x Fliegengitter, das ist wie draußen schlafen. Und wenn mir kalt ist, mache ich einfach zu. Und im Vergleich zum Zelt, festes Dach oben und unten drunter eine Fußbodenheizung, weil der Raum darunter ja beheizt ist. Und damit habe ich hier oben den Komfort. Und zum Modelljahr 2021 bietet Westfalia auch ein komplettes Isolationsset an, sodass man hier oben auch bei kälteren Temperaturen schlafen kann. Vom Raum komme ich absolut gut klar. Ich bin jetzt mit den Füßen hinten am Ende des Faltenbikes. Ich bin ja 1,92, habe den Fuß aber ein bisschen ausgestreckt. Ich messe mal hier, was haben wir von Matratzenbeginn bis da hinten an die Wand. Das sind jetzt 2,11 Meter. Das ist nicht die ganze Matratzenlänge. Die Matratze selber ist ein bisschen kürzer, weil die nicht ganz bis an die Kante geht. Und hier haben wir von Bike zu Bike 1,35 in der Breite. Es ist ein minimal schmaler als unten, aber dafür halt gefühlt eine ganze Ecke luftiger. Auf beiden Seiten habe ich Leselampen, schön hell in die Kamera geblendet, Verzeihung, die in verschiedenen Stufen an sein können. Und wenn die Kleinen hier oben schlafen, kann ich hier auch, ich mache das mal kurz hoch, einen Rausfallschutz machen, dass sich niemand rausfühlen kann. In meinem Fall als nächtlicher Wühler auch super praktisch, damit das Kopfkissen oben bleibt. Das weiß ich noch aus meinen ganzen ersten Bussen, dass man ständig nachts muss sich irgendwie runter und das Kissen wieder hochholen, weil man es doch irgendwie rausgewühlt hat. Ja, ich genieße jetzt hier oben noch ein bisschen den Ausblick. Ihr könnt mal ein paar Eindrücke vom Westfalia Columbus genießen und schauen, ob er euch gefällt. Und dann komme ich runter und dann schauen wir uns nochmal Küche und Nasszelle gemeinsam an.
ich habe doch noch eine Kleinigkeit fürs Dach vergessen und die will ich auf jeden Fall noch nachreichen. Bei Westfalia ist es ja so, dass, oder andersrum, bei den meisten Fahrzeugen, die ihr kauft, gibt es ein Zubehördach, was jeder Hersteller kauft, auf seinen vorhandenen Kastenwagen draufsetzt und dann hat er ein Aufstelldach. Spricht auch nichts dagegen, das SCA-Dach ist auch eine tolle Lösung. Das haben wir ja bei Pössl selber auch. Westfalia hat ja eine der Kernkompetenzen in der Herstellung von GFK-Dächern. Das haben sie ja schon immer bei James Cook und Club Joker und wie die ganzen Fahrzeuge heißen, früher gemacht. Deswegen hat man irgendwann gesagt, warum machen wir nicht ein eigenes Dach? Dann kann man ein paar Dinge anders machen, als es vielleicht bei den anderen Herstellern ist und hat den netten Nebeneffekt, dass man für jedes Auto ein eigenes Dach anpassen kann. Und dadurch brauche ich keine zentrale Bodenplatte, die für jedes Auto ist. Und dadurch ist das Westfalia Aufstelldach etwas leichter als die anderen Dächer. Der entscheidende Unterschied in meinen Augen ist aber, dass Westfalia das Dach etwas höher gemacht hat als die anderen. Das heißt, auch wenn ich das Dach runterhole, das werden wir gleich nochmal messen, habe ich einen relativ hohen Abstand zwischen Matratze und Decke und kann eben die Leiter und Bettwäsche oben liegen lassen. Und auch im hochgeklappten Zustand, das ist auch nicht zu verachten, und das wollte ich schon immer mal messen, haben wir hier an der flachsten Stelle hinten haben wir 36 cm Höhe, hier schon 62 cm, nur dass man mal eine Idee bekommt. Ich meine, ich bin ja nun wahrlich nicht zierlich und ich liege so rum, ich würde immer mit dem Kopf zu der Seite liegen, aber ich könnte halt auch mal so rumschlafen und das, glaube ich, habe ich in den anderen Fahrzeugen nicht. Das werden wir uns aber in den nächsten Videos mit Aufstelldach, wo ein anderes Dach drauf ist, auch nochmal anschauen und genauer messen. Ich klappe das Dach jetzt runter, dann messen wir nochmal, wie hoch der Abstand ist, weil das, glaube ich, ist wirklich eine ganz coole Geschichte. Und was noch als Modelljahr 2021, ich hatte ja draußen 1, 2, 3 Extras gezählt, aber nur verraten, dass es elektrisches Dach und das Skyroof gibt. Die dritte Neuerung ist, dass wir ab Modelljahr 21 eine große Solaranlage bestellen können, die speziell für diese Aufstelldächer gemacht worden ist, mit über 350 Watt Leistung. Wird flach verklebt, damit kriegt im Prinzip das Aufstelldach eine schwarze Dachfläche sozusagen. Das ist einfach von der Leistung dann über jeden Zweifel erhaben und so habe ich bei einem Fahrzeug mit Kompressor, Kühlbox, vernünftiger Batteriekapazität, Dieselheizung, dieser Bomben-Solaranlage obendrauf am Ende des Tages ein super autarkes Auto und dann darf man eben das preislich vielleicht noch einordnen. Ich glaube, die Solaranlage kostet knapp unter 3.000 €. Das ist so der Richtwert, der mir gesagt wurde. Und wenn man so eine dicke Solaranlage hat, dann würde ich euch einfach nur ans Herz legen, lasst uns auf die Batterieabwerk verzichten. Und wir bauen dann noch eine dicke Lithiumbatterie rein und niemand aus der Familie braucht sich je wieder Gedanken über Strom machen. Hier oben der eben angekündigte Abstand, nur dass man da mal eine Idee zu hat. Wir haben ungefähr 10 cm zwischen Decke und Matratze. Das reicht also dicke, um die Leiter dazwischen zu schieben und noch viel lockerer, um Bettwäsche oben zu lassen. Wir werden immer mal wieder gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn ich ein Aufstelldach habe, leidet da drunter die Stehhöhe im Fahrzeug? Und da kann ich ganz klar sagen, nein, ist aber ja auch logisch, weil das Dach oben drauf liegt. Das heißt, wir haben hier die gleiche Stehhöhe wie in jedem anderen Columbus auch. Das sind hier 1,89 und in der Nasszelle 1,85 mit diesem Yachtboden oder mit dem Holzboden in Yachtoptik. Wir haben das ja eingangs gesagt, das ist ein Columbus 600 mit der Kühlbox, die haben wir ja schon gesehen. Oberhalb der Kühlbox die 2 Flammen als Flammenkocher, als Gaskocher, einer ein bisschen kleiner, einer ein bisschen größer. Alles aber mit einer schönen schwarz glänzenden Küchenfläche abgepackt. Und hier hinter wahlweise die Arbeitsfläche oder im Serienumfang dieser Aufsatzschrank mit dabei. Da darf auch jeder für sich selber entscheiden, wie das will. Auf der einen Seite ist jeder Stauraum Gold wert und hier passt richtig viel rein, was Küchenbedarf ist. Auf der anderen Seite für denjenigen, der gerne schnibbelt, reicht das, ist die Frage. Um ein bisschen Gemüse zu schneiden, ja. Um richtig groß was vorzubereiten, wahrscheinlich eher nicht. Also ihr könnt ihn haben oder ihr könnt ihn weglassen, kostet beides nichts extra. Nur bei der Bestellung dran denken zu sagen, wie man es will. Unterm Waschbecken einfach die offene Ablage, damit kein Stauraum verschenkt wird. Und dann haben wir die großen Schubladen hier dahinter. Und hier hinten, wie mache ich das mal, dass ihr das sehen könnt, einmal die Besteckschublade. Und darunter nochmal zwei große Schubladen.
So, das heißt, wir haben hier insgesamt im Fahrzeug relativ viel Stauraum im Küchenblock. Wir haben, weil wir auf das Bett verzichtet haben, hier hinter der Bank einen riesengroßen Stauraum, wo man viel packen kann. Man kann noch ein bisschen was in die Bank packen. Wir haben uns eingangs den riesengroßen Stauraum im Heckbett angeschaut. Alles in allem muss man ganz klar sagen, wir haben im Westfalia Columbus den perfekten Kastenwagen für 4 Personen, wenn man Aufstelldach will. Sagt ihr, Aufstelldach ist nicht so meins, ich hätte gern feste Wände um mich drum. Schaut euch vielleicht einfach mal den James Cook von Westfalia an, auf Mercedes Sprinter Basis. Den gibt es auch mit festem Hochdach. Oder um mal markenfremd zu schauen, bei Lastrada würde der Lastrada Avanti F für euch als Familie vielleicht in Frage kommen. Und bei Pösse gibt es verschiedene Familiengrundrisse, zum Beispiel den Turin Vario. Das ist eigentlich diese Grundrissidee, aber mit einem fest aufgesetzten GFK-Hochdach. Alles in allem, wir haben Kastenwagen mit Fußbodenheizung, 4 Betten, viel Raum. Ich meine, guck mal, wie entspannt ich hier stehe. Das ist einfach ich mag immer wieder das Raumkonzept von Westfalia, dass eben hier auf den Schrank verzichtet wird. Dadurch ist alles großzügig und kann hier einfach die positiven Punkte locker runterzählen. Normalerweise hätte ich mir schon 4-mal die Finger gestoßen. Ich hoffe, alles in allem habt ihr einen richtig guten Eindruck vom Westfalia Columbus 600 erhalten. Es ist ein langer Tag heute mit mehreren Videos gewesen. Ich hoffe, wir haben nichts Wichtiges vergessen. Aber wir haben an alles gedacht, aber wir haben den Preis noch nicht gesagt. Haben wir den Preis? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dann werden wir das, bevor ich mich verabschiede, an dieser Stelle noch einmal kurz nachholen. Alles so perfekt vorbereitet und am Ende doch vergessen. Aber guck mal, dann können wir gemeinsam drauf gucken. Also, wir sind hier in einem Columbus 600D, Modelljahr 2021. Grundpreis mit 120 PS, was sicherlich preislistenoptimierter Preis ist, weil 120 PS, wie ich im Columbus noch nie verkauft habe, wäre 52.470 Euro. Mit der größtmöglichen Motorisierung 58.310 Euro. Wie bei allen anderen Herstellern habt ihr natürlich hier auch eine lange Liste von 9-Gang-Wandler-Automatik über Vollleder mit Westfalia Windrosen eingesteppt, über das Maxi-Chassis, über das Aufstelldach, und rechne ich das alles drauf, dann komme ich realistisch für einen schön ausgestatteten Columbus, je nachdem was euch wichtig ist, irgendwo zwischen 60.000, vielleicht 65.000 Euro. Aber nach oben, wie so oft, ist die Skala offen. Ich denke, die meisten Columbus, die wir verkaufen, liegen irgendwo zwischen Ende 60 und Mitte 70. Und wenn ich dann Aufstelldach, die große Solaranlage, das Skyroof, das elektrische Dach mit draufnehme, dann schafft ihr vielleicht auch eine 8 vorne. Aber ehrlicherweise, schaut euch die Preisliste an, konfiguriert das einfach mal, dann machen wir euch dazu gerne ein konkretes Angebot. Und dann muss einfach jeder für sich selber entscheiden, ob die Dinge, die der Westfalia Columbus besser macht als seine Wettbewerber, euch den Mehrwert oder den Mehrpreis eben wert sind. Weil woanders habt ihr eine Fußbodenheizung, woanders habt ihr keine Fußbodenheizung und woanders habt ihr eben nicht so eine breite Sitzbank. So, kurzer Exkurs, noch ganz kurz vor dem Tschüss zu dem Preis. Jetzt haben wir aber hoffentlich wirklich an alles gedacht. Wir wünschen euch viel Spaß bei allen weiteren Videos, wünschen einen schönen Abend und sehen euch im nächsten Video wieder.